Stell dir eine Welt vor, in der jede Idee den Unterschied macht. Eine Welt, in der deine Architektur die Zukunft unseres Planeten prägt. Mit jedem Klick formst du Gebäude, die Geschichten erzählen und gestaltest Lebensräume, die für Generationen bestehen. Gemeinsam schreiten wir in eine Zukunft voller Möglichkeiten und Chancen, wo jedes Bauwerk eine zukunftsfähige, intelligente Lösung ist, die nicht nur heute, sondern auch morgen Bestand hat. Wo aus Visionen konkretes Handeln wird, unterstützt durch smarte Technologie, mit der man nicht nur nachhaltig entwirft, sondern auch effizient umsetzt. Die Zeit ist gekommen, mutig voranzugehen. Wir verbinden Menschen, Ideen und Technologien für eine Zukunft, die wir gemeinsam nachhaltig gestalten. Die Zukunft beginnt jetzt und sie beginnt mit dir. Zukunft. Nachhaltig planen. EliteCAD. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Weltpremiere von EliteCAD Architecture 17. Mein Name ist Wolfgang Stöger, ich bin der Geschäftsführer der Firma Xeometric und darf Sie recht herzlich in Linz begrüßen. Linz ist ja eigentlich bekannt als die Stahlstadt Österreichs, so wie wir aber eben im Video gesehen haben, bietet Linz auch einige besondere architektonische Highlights. Linz ist aber auch bekannt für digitale Kunst und wir befinden uns hier im Museum für digitale Kunst, dem Ars Electronica Center, dem Museum der Zukunft. Und es ist eigentlich ein geschichtsträchtiger Boden, denn hier wird seit 1987 der Prix Ars Electronica vergeben. Einer der ersten Preisträger war John Lasseter, bekannt von den Pixar Studios und von Disney Studios, mit seinem Film Luxo Junior, mit seiner animierten Stehlampe und hat den Preis gewonnen in der Kategorie Computer Animation. 1987 wurde in Linz aber auch schon Computergrafik entwickelt, nämlich CAD-Software. Denn Linz ist die Geburtsstadt und hier schlägt das Herz von EliteCAD. Und es gibt keinen besseren Ort als hier den Deep Space im Ars Electronica Center, um Ihnen die neue Version von EliteCAD vorzustellen. Danke, dass Sie alle gekommen sind, liebe Kundinnen und Kunden, liebe Kooperationspartner und Vertriebspartner, liebe Freunde, sehr viele bekannte Gesichter hier im Saal, dass Sie unserem Motto Zukunft nachhaltig planen folgen. I also would like to welcome our English-speaking guests. We are recording this presentation and they can watch us on video stream. Welcome to all our visitors from all the different countries around the world. Wir leben in einer Zeit der schnellen Veränderungen und Herausforderungen. Das betrifft nicht nur die Baubranche, sondern eigentlich unser ganzes Leben. Veränderungen sind aber auch immer eine Chance und bietet auch neue Möglichkeiten. Es ist aber auch immer wichtig, sich rechtzeitig mit den Veränderungen auseinanderzusetzen, damit man rechtzeitig darauf reagieren kann und die Entwicklungen positiv gestalten kann. Wir wollen heute uns ansehen, wie wir mit EliteCAD Zukunft gestalten können. Und als erstes möchte ich Sie zu einem Thema mitnehmen, das ganz gut zur Nachhaltigkeit passt, nämlich das Bauen im Bestand. Und Bauen im Bestand, das wissen alle, wird immer mehr, denn Neubauplanungen werden weniger, Umbauplanungen und Renovierungen werden mehr. Die Gründe dafür sind vielfältig, kennen wir: gestiegene Baupreise, weniger verfügbare Grundstücke, vererbte Häuser, die renoviert werden müssen oder werden, oder vielleicht auch die Gebäude, die in die Jahre gekommen sind und umzubauen sind. Mit digitalen Werkzeugen, die Grundlage für Bestandserfassung sind digitale Werkzeuge, so wie sie in EliteCAD vorhanden sind. Und als Einstimmung möchte ich Sie bitten, nun die Stereobrille aufzusetzen. Wir haben ein Projekt vorbereitet. Ich möchte Sie mit auf eine Reise nehmen. Wir haben hier ein Gebäude, das typischerweise in Österreich, Deutschland oder der Schweiz stehen könnte, aus den 70er, 80er Jahren vielleicht. Sind die Jahre gekommen, soll renoviert werden und
Dieses Gebäude wurde mit einem Laserscanner erfasst. Daraus entsteht eine Punktwolke. Diese Punktwolke kann man in EliteCAD einlesen und aus EliteCAD heraus haben wir dieses Stereo-Video generiert, das wir hier im Deep Space auf einer 8K Projektionsfläche mit 16 mal 9 Metern sehen. Das Scannen von Gebäuden geht mit Laserscannern, die die Punkte abtasten, speichern, auch die Farbe dazu übernehmen, so wie sie in der Natur gegeben sind. Mit allem, was dazugehört, das Gebäude, die Umgebung, Pflanzen, Personen, so wie das Gebäude aufgenommen wurde. Es gibt dazu unterschiedliche Technologien. Wir haben einen Scan gesehen von oben, wahrscheinlich mit einer Drohne aufgenommen. Es gibt stationäre Geräte, mobile Geräte in unterschiedlichen Qualitäten und Auflösungen, vom Zentimeter bis Millimeterbereich. Und je nach Auflösung ist es natürlich dann auch eine unterschiedliche Preisfrage. Hier sehen wir schon die ersten nachmodellierten Objekte in EliteCAD und dieses Gebäude soll renoviert werden und wurde hier aufgenommen und ist die Grundlage für unser erstes Projekt. Ja, wir beginnen mit dem Import der Daten. Und zwar das standardisierte Format für Punktwolken ist eine IG-47-Datei, das konnten wir schon früher, aber ganz völlig ohne Auswahlmöglichkeiten. Der neue BIOG ist absolut flexibel. Und bietet jetzt auch die Möglichkeit, gleich den Layer mal zuzuweisen. Wir sehen hier auch eine Vorschau auf die Punkte und Koordinaten, können hier auch die Einheiten sehen und ganz wichtig, die Anzahl der Punkte. Und das sind oft gigantische Datenmengen und diese Datenmengen kann man hier gleich mit einem Filter beim Import ausdünnen, sodass man also diese Datenmengen auch gut handeln kann. Was wir jetzt vielleicht auch noch kurz gesehen haben, ist hier ein kleiner Schalter, Georeferenzierung. Das heißt, hier werden Punktwolken, können zusammengeladen werden, jeder Standort einzeln oder alle zusammen. Das kann man auch im Dialog auswählen. Und man braucht sich also keine Gedanken mehr machen, wie man diese manuell zueinander ausrichtet. Mit dieser Referenzinformation wird alles auf einen Bezugspunkt in ein Bezugssystem zusammengeladen und automatisch ausgerichtet. Das erspart Zeit und das macht das Ganze dann viel einfacher. So, der erste Schritt ist getan. Wir haben die Punktwolke in das System reingeladen und jetzt sehen wir das Gebäude. Vieles drumherum ist für uns nicht relevant. Wir wollen ja das Gebäude nachmodellieren und dazu muss man auch effizient mit Punktwolken umgehen können. Und als nächsten Schritt werden wir diese Punktwolke bearbeiten und was da gleich auffällt in der Version 17, wenn man die Punktwolke wählt, sieht jetzt ganz anders aus in der Version 16, nämlich die Kontraste sind erhalten, man sieht sofort trotz der Anwahl, was alles gewählt ist, wie das die Punktwolke aussieht. Und jetzt kommen die neuen Selektionstools mit vielen Möglichkeiten, Wählen der Punkte in allen Richtungen, völlig frei im 3D, im Grundriss, in der Blickrichtung, Innen, Außen wählen, dazu wählen, abwählen, als Rechteck, als Polygon. Und mit diesen Selektionsmöglichkeiten können wir Teile der Punktwolke wählen. Hier wird der Bereich des Gebäudes gewählt, wir können das aufdrehen und dann trotzdem noch einen Bereich dazu wählen. Auch die gewählten Punkte sehen jetzt anders aus, viel besser erkennbar als in der Version 16. Uns interessiert das Gebäude, daher werden wir die Punktwolke jetzt aufteilen, damit wir das Gebäude von der Umgebung trennen und blenden den Rest aus und haben jetzt das Gebäude alleine zur Verfügung für die weitere Nachmodellierung. EliteCAD ist ja sehr stark baukörper- und geschossorientiert und was wir jetzt brauchen, ist die Geschossinformation aus dem Gebäude. Dazu gehen wir jetzt einmal, wir richten uns die Ansicht mal so, dass wir diesen Höhenverlauf gut sehen, schauen also das Gebäude von der Seite an und wie können wir jetzt aus diesem Modell, aus dieser Punktwolke einen Baukörper erzeugen. Grundsätzlich kann man einmal sagen, man muss sich orientieren können, einmal in die Punktwolke hineinschauen und das kann jetzt die neue Schnittbox. Die neue Schnittbox gibt uns die Möglichkeit, da in allen Richtungen durch das Gebäude durchzunavigieren, Punkte, jede Seite einzeln, nicht so wie
in der Version 16 mit nur einer Ebene, in allen Richtungen, völlig frei änderbar, einzeln schaltbar. Wir können diese Schnittbox auch konfiguriert vorher in Datensätzen abspeichern und damit man sie auch später wieder abrufen kann. Und jetzt haben wir eigentlich schon die Schnittbox so gerichtet, dass wir fast eine Schnittansicht durch das Gebäude haben, können das dann bemaßen und hier können wir dann auch die Geschosshöhen sehen und die Deckenstärken. Diese Punkte sind abgreifbar, können wir dann übernehmen und haben so die Geschosshöhen und können hier den Baukörper vorab einmal definieren. Doch das Ganze muss man vorab machen. Neu ist die Möglichkeit, mit dem interaktiven Assistenten durch das Gebäude durchzugehen und sich automatisch Geschoss für Geschoss durch diese Höhen führen zu lassen. Und der Assistent erzeugt ein Geschoss nach dem anderen automatisch und es muss nur mehr ein Feintuning mit den Schnittebenen gemacht werden. Und so entstehen die Baukörper ohne manuelles Zutun, mit ganz wenig Klicks. Und jetzt sind wir in der Lage, nach diesen Höheninformationen die Punktwolke auch in Geschosse aufzuteilen. Damit haben wir die Punktwolke ideal vorbereitet, um sie jetzt nachzumodellieren. Jetzt kommen die bekannten Werkzeuge der schnellen Modellierung für EliteCAD zum Einsatz. Da hilft uns auch wieder die neue Schnittbox, die man übrigens auch getrennt für die Punkte einschalten kann, also nicht für das ganze Modell, sondern Punkte getrennt. Wir sehen schon im Kellergeschoss die Außenkontur und mit der einfachen Funktion Baukörper erstellen wählt man die Kontur an, wird über alle Geschosse die Grundstruktur des Gebäudes hochgezogen mit Bemaßung und schon entsteht der erste Baukörper. Jetzt geht es ins Ausdetaillieren. Die Hilfslinien kann man wieder aus den Punktwolken abgreifen und mit den vordefinierten Wandtypen ganz einfach die einzelnen Zwischenwände, Innenwände nachzeichnen. Das ist jetzt ein bisschen schneller, damit wir keine Zeit verlieren. Ja, damit ist einmal das erste Geschoss modelliert. Wir setzen uns auf der Seite auf die Fassade und können auch hier die Fenster nachmodellieren, wobei das Abgreifen der Punkte aus der Punktwolke natürlich hier ganz hilfreich ist. Von allen Seiten, wer EliteCAD kennt, weiß, ja, das kann man hier auch gleich ändern. Wir haben hier ein geteiltes Fenster, nehmen wir die Fensterteilung und schon stimmt das geteilte Fenster mit der Realität überein. Wir müssen das nicht in jedem Geschoss machen. Mit unseren einfachen Möglichkeiten zum Kopieren in neue Geschosse geht das mit einem Klick, kopiert die Wände hoch, kopiert die Fenster hoch und schon ist auch das zweite Geschoss fertig. Wer jetzt denkt, das Dachgeschoss ist schwierig, nein, ist nicht, denn auch hier kann man einen Schnitt durchlegen, sieht hier die Höhen und die Winkel, messen den Winkel raus und wir haben eigentlich alle Informationen, die wir brauchen, um ein Dach zu definieren. Das Dach ist in diesem Fall einfach, es ist ein Satteldach, außen begrenzt mit einem Rechteck. Wir stellen nur mehr die Winkel ein und können so den First noch abgreifen über die Punktwolke und haben das Dach schon definiert. Also mit den digitalen Tools zur Bestandserfassung und Bearbeitung ist das Gebäude ruckzuck nachmodelliert. Das eine sind die Tools, um effizient mit der Punktwolke umgehen zu können und funktional zu bearbeiten können, aber das andere ist auch die Arbeitsgeschwindigkeit. Wir wissen, dass Scans oft ganz enorme Datenmengen bedeuten, mit hoher Auflösung und auch hier hat es massive Verbesserungen gegeben. Unser Beispielprojekt wurde in der Version 16 geladen und in der Version 17 und wir sind jetzt auf 25% der Ladezeit, also eine massive Beschleunigung. Das ist schon der erste Schritt beim Import. Noch wichtiger ist das Bearbeiten, die laufende Arbeit, weil dort geht ja die Zeit verloren. Und wenn wir uns das vergleichen, das ist die Geschwindigkeit beim Drehen in der Version 16 und das ist nicht die Geschwindigkeit in der Version 17, das ist um Faktor 10 noch verlangsamt, damit wir auch ein bisschen sehen. Also es ist egal, ob die Punktwolke selektiert ist, ob Teile davon gewählt sind, es ist immer gleich schnell, es spielt keine Rolle mehr, ob eine Punktwolke angewählt ist, ob damit gearbeitet wird, der Bildaufbau ist immer gleich schnell. Also perfekte Geschwindigkeit und so macht Arbeiten im Bestand Spaß mit EliteCAD. Mit dieser Geschwindigkeit kommen wir in den Bereich von Milliarden Punkte, die mit EliteCAD bearbeitbar sind.
Und last but not least, die Punkte können auch wieder exportiert werden. Wir können jetzt auch wieder Punkte im E57-Format oder als ASCII-Datei wieder rausschreiben. Jetzt kommt die eigentliche Aufgabe für unsere Familie, die das Haus renovieren möchte. Mit der Umbauplanung von ELITechCAD können wir jetzt das Gebäude verändern. Es wird außen gedämmt, es wird abgebrochen, es werden neue Räume geschaffen und es wird auch das Dachgeschoss ausgebaut, es wird isoliert und es entsteht aus diesem alten Gebäude ein modernes, innovatives Einfamilienhaus mit den einfachen Werkzeugen von ELITechCAD. So macht Arbeiten im Bestand Spaß. Durch bewusste Planung und nachhaltige Entscheidungen können wir gemeinsam positive Veränderungen bewirken. Lass uns einen Blick darauf werfen, wie das nachhaltige Bauen die Zukunft prägt und welche Rolle wir dabei spielen können. Die Nachhaltigkeit eines Gebäudes bzw. die Weichen dafür werden schon in der frühen Planungsphase gestellt. Die Verwendung von nachhaltigen Materialien, von nachhaltigen Energieträgern, von energieeffizienter Bauweise, von modernen Technologien, von modernen Gebäudeautomatisierungen, all das kann einen großen Unterschied machen. Die Situation ist uns allen bekannt. Die natürlichen Ressourcen auf unserer Erde sind begrenzt und wir müssen damit auskommen und haushalten. Die Bauwirtschaft hat da einen erheblichen Einflussfaktor auch auf die Umwelt durch ihre Größe. Die Bauwirtschaft ist für einen Großteil der energiebedingten CO2-Emissionen weltweit verantwortlich, sei es indirekt oder auch direkt. Ressourcenverbrauch. Etwa 50% des globalen Materialverbrauchs an natürlichen Ressourcen entfällt auf den Bausektor. Abfallproduktion. Bauabfälle und Bauabriss, Produkteabfälle sind ca. 35% des gesamten Abfallaufkommens in der EU. Das sind natürlich hohe Herausforderungen für Recycling und für die Abfallwirtschaft. Doch hier muss man den gesamten Lebenszyklus auch eines Gebäudes betrachten. Sei es von der Herstellung über die Errichtung, die Nutzungsphase und auch die Entsorgungsphase. Und speziell auch die Nutzungsphase hat ca. 70-80% an Umwelteinfluss durch 50 Jahre Laufzeit, was gerechnet wird im Schnitt mit Heizung und auch Kühlung. Die Planung ganz am Anfang, der wird manchmal oder meist gar keine eigene Phase in diesem Lebenszyklus zugeordnet, hat aber einen entscheidenden Einflussfaktor auf alle nachfolgenden Phasen. Nachhaltigkeit ist kein Trend. Also in meinen Augen sollte man Nachhaltigkeit nicht als Trend bezeichnen. Trends sind meines Wissens nach Momentaufnahmen, die eine große Anzahl an Menschen meistens folgt. Trends können nach oben gehen, kurzfristig, langfristig. Sie können aber auch die Richtung ändern, sie können stagnieren, sie können abschwächen. Ich finde, Nachhaltigkeit sollte in diesem Zusammenhang nicht als Trend bezeichnet werden. Vielmehr ist es Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung der Umwelt gegenüber, uns selbst gegenüber und auch alle, die nach uns kommen. Wenn man von nachhaltigem Bauen spricht, sollte man auch die grundlegenden Eckpfeiler kennen. Einerseits mal der EU Green Deal. Es ist uns allen ein Begriff, Klimaneutralität bis 2050. Die EU gibt hier Ziele und Maßnahmen vor, wie dies zu erreichen sein soll. Niedergeschrieben in der Taxonomieverordnung, hier werden Unternehmen und alle ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten auf Grundlage ihrer Nachhaltigkeit analysiert. Darauf basieren Bewertungen, die wiederum Finanzierungen für künftige Projekte entscheiden. Bewertung der Nachhaltigkeit. Es gibt Organisationen wie zum Beispiel die ÖGNI oder die DGNB, die sich dem nachhaltigen Bauen
verschrieben haben. Ein paar Vertreter sind auch heute hier anwesend. Und sie bieten Kriterienkataloge an, mit denen Nachhaltigkeit oder Gebäude bewertet werden können und bieten auch Zertifizierungen an, wenn sie einen gewissen Standard erreicht haben. So, was ist jetzt für uns noch interessant? Die Produkte, die Materialien in einem Gebäude und nicht nur, was es ist, sondern der gesamte Lebenszyklus eines Produktes wird hier betrachtet und die Einflussfaktoren auf die Umwelt dokumentiert. Und wo wird das dokumentiert? In sogenannten EPDs. Umweltproduktdeklarationen, wir werden das heute noch ein paar Mal hören, sind Dokumente, schriftlich, elektronisch und so weiter, wo die Auswirkungen der gesamten Lebensphase eines Produktes auf die Umwelt in sehr vielen einzelnen Kennwerten belegt und dokumentiert ist. Und das bietet die Grundlage für fundierte Informationen, welche Auswirkungen einzelne Produkte auf unsere Umwelt haben. In Weiterführung der EPDs gibt es durch die Bauprodukteverordnung, die jetzt neu aufgelegt wird, Ende 2024, geht das Richtung den digitalen Produktpass, DPP, wo sinngemäß das, was jetzt in den EPDs enthalten ist, weitergeführt wird und dann zentral und niederschwellig, einfach, elektronisch, durch Mensch und Maschine lesbar diese Informationen abrufbar sein werden. Unsere Verantwortung. Jetzt haben wir vieles gehört. Viele Informationen, viele Anforderungen an uns, an die Art und Weise, wie wir planen, wie wir bauen. Es gibt viel Ungewissheit. Es gibt Regularien, wie wir schon gehört haben. Es gibt vielleicht Überregularien. Die Zeit wird es zeigen. Was ist jetzt unser Anspruch an uns selbst? Wir wollen euch effiziente Werkzeuge liefern, mit denen ihr nachhaltig planen könnt. Und das ohne Mehraufwand. Und diesen Beweis treten wir heute gerne an im Laufe dieser Präsentation, wo wir euch zeigen, wie einfach das wirklich gehen kann. Es muss nicht teuer werden. Die Bedenken sind ja, nachhaltig planen, das könnte teuer werden, Finanzierung und so weiter. Wir zeigen euch, oder wir bieten euch zumindest Werkzeuge an, mit denen ihr fundierte Entscheidungen frühzeitig treffen könnt, für euch und auch für eure Kunden und auch euren Kunden transparent zeigen könnt, was zum Beispiel die Materialwahl, die Art der Bauweise und so weiter an Umwelteinflüssen bewirkt und auch zum Positiven bewirkt. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der neuen Version 17. Und Digitalisierung, ich denke, ohne Digitalisierung ist das nicht zu bewerkstelligen und genau das ist unsere Kernkompetenz. In unseren vergangenen Präsentationen haben wir euch beeindruckende Projekte unserer Kunden vorgestellt. Diesmal möchten wir etwas Neues wagen. Statt eines Kundenprojekts präsentieren wir euch heute die neuesten Funktionen von EliteCAD anhand eines eigenen Projekts. Dieses besondere Modell hat mein Kollege, der viel Praxiserfahrung mitbringt, geplant und ich möchte ihn auf die Bühne bitten, um euch das Xe-Hotel vorzustellen. Ich freue mich heute, unser Projekt, das Xe-Hotel, vorzustellen. Diese Hotelanlage in der malerischen Tiroler Berglandschaft wurde von mir entwickelt, um euch die Möglichkeiten und die neuen Funktionen von EliteCAD Architecture näher zu bringen. Lasst uns nun einen Blick auf die Entstehung dieses Hotels werfen. Begonnen hat alles mit einfachen Handskizzen in mühsamer Handarbeit. Und mit EliteCAD konnte ich dann meine Ideen schnell und einfach in ein detailliertes 3D-Modell umsetzen. Im Nachgang war dann noch eine Herausforderung, nachhaltige Materialien und Baustoffe auszuwählen, diese dann auf einem Moodboard festzuhalten. Begleitet mich nun auf die Reise mit einem virtuellen Rundgang, wo ich euch zeige, wie wir diese Schwierigkeiten mit EliteCAD Architecture 17 gelöst haben.
Das Xe-Hotel ist mehr als nur ein Hotel. Es ist ein Statement für modernes Design, nachhaltiges Bauen und für eine zeitgenössische Architektur in einer natürlichen Umgebung. Die terrassenförmige Architektur ermöglicht es, die Hotelanlage harmonisch in das hügelige Gelände einzubetten. Alle 92 Zimmer bieten einen spektakulären Ausblick auf die umliegende Natur. Natürliche Gegebenheiten wie dieser Teich wurden in die Anlage integriert und als Schwimmteich mit großzügiger Liegefläche umgestaltet. Bei einer verbauten Fläche von ca. 3.500 Quadratmeter sorgen begrünte Dächer und kurze Wege dafür, dass die versiegelten Flächen des Xe-Hotels zu reduzieren. Durch die Verwendung von erneuerbaren Energien deckt das Hotel mit einer Kubatur von 48.000 Kubikmeter einen Großteil seines eigenen Energiebedarfs. Großzügige Glasflächen schaffen einen fließenden Übergang zwischen innen und außen. Mit den erweiterten Lichtquellen und Visualisierungstools konnten wir die Räume so gestalten, dass sie von natürlichem Licht durchflutet werden. Mit EliteCAD konnten wir diese komplexe Design effizient umsetzen und sicherstellen, dass alle relevanten Akzente perfekt aufeinander abgestimmt sind. Durch klare Linien und den Einsatz von Naturmaterialien wie Holz und Stein entsteht ein einladendes, naturnahes, modernes Modell, das sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Dank der neuen Funktionen konnten wir die Materialien detailliert verwalten, visualisieren und behielten aufgrund grafischer Vorschauen stets den Überblick. So konnten wir sicherstellen, dass die warmen Holztöne und Steinakzente genauso wirken, wie wir uns das vorgestellt hatten. Die neuen Nachhaltigkeitsfunktionen unterstützen uns dabei, Materialmengen zu ermitteln, EPD-Daten zu integrieren und die Umweltauswirkung bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen. Mit EliteCAD Architecture 17 konnten wir ein Hotel entwerfen, das nicht nur architektonisch beeindruckend ist, sondern auch einen positiven Beitrag zur Umwelt beiträgt. Das Xe-Hotel ist wirklich ein Beispiel dafür, wie Architektur, Nachhaltigkeit und innovative Technologien Hand in Hand gehen. Aber wir hatten natürlich auch das perfekte Werkzeug dafür, dieses Projekt kreativ und effizient umzusetzen. Wir hoffen, dass wir euch hiermit und auch im weiteren Verlauf des Abends nicht nur unser selbst entworfenes Hotel näher bringen konnten, sondern vor allem die vielfältigen Möglichkeiten, die EliteCAD bietet. Und wir freuen uns bereits jetzt darauf zu sehen, welche beeindruckenden Projekte ihr mit Version 17 präsentieren werdet. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns ein wenig die Entstehungsgeschichte des Xe-Hotels ein bisschen im Detail an. Beginnen wir mit einer Reise durch den Entstehungsentwurf, durch den Entstehungsprozess des Hotels, einer kleinen Safari, wo wir einsteigen, fahren und uns einzelne Dinge dann genauer ansehen. Und ganz am Anfang starten wir mit dem Geländeentwurf. Hier haben wir Daten und Informationen vom Geometer erhalten. Wir laden diese. Achtung, georeferenzierte Ursprung wird jetzt in der Version 17 auch optisch am Plan dargestellt. Wir drehen uns relativ dazu, dass die Ausgangsdaten, sodass wir orthogonal im rechten Winkel arbeiten können. Das ist dann einfacher. Wir gestalten das Gelände auf Basis dieser Informationen, dieser Höheninformationen, die wir bekommen haben, begrenzen das Ganze so auf unseren Bereich, der für uns relevant ist. Erhalten nachträglich noch weitere Informationen vom Geometer, die waren ursprünglich nicht dabei. Punkte, Höhen, Linien, die können wir jetzt einfach nachträglich dazuladen, anhand des Beispiels dieses kleinen Sees. Jetzt beginnen wir mit der Modellierung. Moderne Architektur folgt nicht immer geraden Linien. Man sieht das auch hier schön
Die gedrehten Koordinatensysteme in der LiteCAD Version 17 wurden massiv aufgewertet und erleichtern das tägliche Arbeiten enorm. Man sieht ja auch schön, wie sich die Gebäude, diese Modelle in das Gelände integrieren, in der terrassenförmige Anordnung. Wir machen weiter, auf Basis unserer Modelle definieren wir die Aushübe, die Darstellung mit oder ohne Böschung kennt ihr. Neu, was jetzt noch dazugekommen ist in der Version 17, die Böschungsschraffur kann auch optional durch die Höhenlinien ergänzt werden. Wir machen weiter mit der Geländemodellierung. Wir sehen hier nochmal ganz schön die einzelnen Aushübe. Beginnen mit weiteren Modellierungen im Gelände, Straßen, Aufschüttungen, Geländeflächen. Der See wurde zu einem Schwimmteich ausgebaut. Wir sehen auch schön die Modellierung des Straßenzuges, Abgrabungsarbeiten. Alles das, Geländemodellierung mit der LiteCAD, so wie wir es kennen. Was noch dazugekommen ist, es gibt jetzt auch eine Drainagefunktion für die Aushübe, ähnlich wie die Drainagefunktion für die Geschossdecken in der Version 16, jetzt aber auch für die Geländeaushübe. So, jetzt haben wir in der Version 16 immer am Schluss eine Totalmenge gehabt von Erdbewegungen in Kubikmeter, die jetzt zugeführt werden mussten oder abgeführt werden mussten oder aufgeschüttet werden mussten. In einem Update in der Version 16 kam dann dazu, dass diese Informationen der einzelnen Volumensänderungen, der einzelnen Modifikationen, der einzelnen Aushübe, der einzelnen Gebäude und so weiter tabellarisch im sogenannten Infofenster ersichtlich war. Aber das genügt eigentlich nicht unserem Anspruch, dieses Infofenster, sondern in der Version 17 haben wir uns überlegt, das machen wir besser. Jetzt gibt es den Geländeinspektor, links oben, ein kleines, aber mächtiges Tool, mit dem die mittlerweile automatisch benannten Modifikationen, die wir hier aufgelistet sehen, einfach anwählen, starten mit dem Referenzgelände und können uns Schritt für Schritt durch die einzelnen Modifikationen des Geländes durchschalten. Man sieht, man hat die optische Kontrolle, was diese Modifikation eigentlich bewirkt hat und ob diese Modifikation einen Aushub oder eine Aufschüttung bewirkt hat in Kubikmeter. Wie gesagt, man kann sich da links in dieser Liste einfach die Modifikationen auswählen und sieht dann als grafische Kontrolle auch die Änderungen am Gelände selbst. Man kann auch weiterklicken und so Schritt für Schritt sehen, wie das Gelände modifiziert wurde. Und hier endet das natürlich nicht. Natürlich, wenn wir diese Informationen schon haben, jetzt wird das Gelände auch ausgewertet. Das heißt, alle diese Informationen, die wir über das Gelände jetzt haben, sind auch jetzt über die Auswertung abrufbar, wieder mit der grafischen Kontrolle, wie ihr es von der Auswertung kennt. Man klickt auf die einzelnen Modifikationen, auf die Aushübe, Geländekanten und so weiter, sieht sofort die grafische Kontrolle, welche Flächen sind das, welche Aushübe sind das und hat noch zusätzliche Informationen über den Abtrag mit und ohne Aushub, Gefälle, Grundfläche, Höhen und so weiter. Und natürlich gibt es das wie in der Auswertung üblich auch dann als Bericht. Und auch im Bericht gibt es Informationen darüber, über die Unterschiede der Aushübe mit oder ohne der Böschung, ist auch wichtig für die Hinterfüllung, um den Wert zu wissen. Nachdem das Gelände nun modelliert wurde, gehen wir über zur Gebäudemodellierung. Und hier machen wir es wie üblich in der LiteCAD. Wir haben ja schon die Konturen unserer Modelle, die wir vorhin aufgestellt haben, die übernehmen wir jetzt und mit voreingestellten Werten und Geschossinformationen, die wir schon eingegeben haben, erstellen wir mit der praktischen Baukörper-Erstellfunktion die einzelnen Baukörper, indem dass wir einfach nur die Konturen der Gebäude anklicken und der Rest inklusive Vermaßung, inklusive LOD 100 BIM-Modelle wird automatisch erstellt, inklusive aller Informationen dahinter. Man sieht ja auch wieder recht schön, Architektur folgt nicht geraden Linien und hier haben uns die neuen gedrehten Koordinatensysteme, die wir jetzt mit Eigenschaftsleiste modifizieren, verschieben können, drehen können, enorm. So, das Gebäude ist einmal grob modelliert. Jetzt geht es darum, uns um die Bauweise Gedanken zu machen.
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten für Bauweisen. In Beton, langlebig, guter Wärmespeicher, wenn gedämmt, robust, teilweise energieintensiv in der Herstellung, Entsorgung bei der Dämmung ist ein Thema. Klassische Ziegelbauweise, natürlicher Rohstoff, ebenfalls guter Wärmespeicher, robust, angenehmes Klima, mit Dämmung wieder ein Entsorgungsthema. Hingegen 50 cm Ziegel, natürlicher Rohstoff, gute Wärmedämmung, guter Wärmespeicher, gutes Klima, robust und langlebig, ein natürlicher Rohstoff. Holzriegelbauweise, natürlicher Rohstoff, keine oder geringe CO2-Belastung, recycelbar, Thema Witterung und Möglichkeit der Holzmassivbauweise, nachwachsender Rohstoff, sehr gute Wärmedämmung, hohe Lebensdauer, angenehmes Raumklima, aber ein etwas erhöhter Materialaufwand. Wir entscheiden uns für die letzte Variante in diesem Fall. Holz ist ein CO2-speichernder, nachwachsender Rohstoff. Die Holzfaserdämmung als zweite Schicht, die wir hier sehen, ist ebenfalls natürlich und umweltfreundlich. Eine Dämmschicht ist noch dabei, Lattung und eine Außenverkleidung. So, nachdem wir uns jetzt entschieden haben, schauen wir uns noch die restlichen tragenden Elemente unseres Modells an. Wir beginnen trotzdem nochmals bei der Wand. Wir sehen auch hier sehr schön gleich das verwendete Brettschichtholz. Die Holzfaserdämmung daneben. Im Bereich der Decken und Böden haben wir uns statt Styropor für Beton entschieden. Auf dem Dach haben wir eine dicke Vegetationsschicht, auch für Wärmeregulierung und auch für ein gutes Mikroklima. Schal und Lärche außen. Wir bauen in den Tiroler Alpen, in den Tiroler Bergen und dort gibt es natürliche Holzvorkommen, die wir auch gerne nutzen. So, jetzt haben wir unsere Entscheidungen getroffen, so möchten wir bauen. Diese transparenten und fundierten Informationen, von denen ich vorher gesprochen habe, die es eigentlich nötig macht für eine nachhaltige Planung, den Beweis treten wir noch an, kommt aber später. Wir haben uns jetzt mal für diese Bauweise entschieden, das erscheint uns nachhaltig und jetzt gilt es, diese Wahl auf das Modell zu übertragen. Gut, Parametermanagement. Machen wir das mal. Als Erinnerung, da haben wir vorher aufgehört. Jetzt wollen wir diese Wand ändern auf unsere Holzmassivwand. Wir gehen in die Eigenschaftsleiste. Es war Bauweise Holzmassiv, Außenwand Massivholz. Man sieht hier auch wieder sehr schön in der Schraffur den Schichtaufbau, Holzmassiv und Dämmung. Kurze Kontrolle im 3D. Ja, passt. Aber Moment, was haben wir jetzt eigentlich gerade gesehen? Ein paar sehe ich schon grinsen. Gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal in die Maske, öffnen die Parametermaske und hier sehen wir ein neues, mächtiges Oberflächen-UI-Element. Wir nennen es Type Control für Parameterverwaltung, für Datensätze mit grafischer Vorschau. Mit Informationen in Tooltips, die angezeigt werden. Mit der Möglichkeit, Datensätze in Verzeichnisstrukturen frei konfigurierbar zu verwalten. Freut mich, dass euch das gefällt. Uns gefällt es auch sehr. Und auch, wer es klassisch haben möchte, einfach eine Liste ohne Baumdarstellung, geht natürlich genauso, kann man einschalten. Eine textuelle Suche, ein Suchfeld, wo man das eintippt, was man gerne hätte, wird danach gefiltert. Alles mit Tastatur bedienbar, das geht wirklich schnell. Also dieses Tool ist ausgelegt auf Performance. Favoritenmanagement, einfach das Sternchen anklicken, das ist jetzt meine Lieblingsaußenwand. Man kann nach seinen eigenen Favoriten filtern, hat sofort immer den Blick auf das Wesentliche. Man sieht auch die Datenherkunft der Datensätze als kleine Overlay-Icons. Rechts unten sind es User-Datensätze, sind es globale Datensätze, sind es Standard-Datensätze, die wir mit ausliefern. Die könnt ihr wegfiltern, falls sie euch nicht gefallen, dass ihr nur die eigenen Bürostandards zum Beispiel seht.
Datensätze können archiviert werden, können umbenannt werden, gelöscht, kopiert, referenziert und so weiter. Und weil uns das so gut gefällt, haben wir es überall dort eingebaut, wo es bis jetzt einfache Listen gab. Bei den Layern, bei den Materialien komme ich gleich noch im Detail darauf zurück, weil da gibt es noch mehr zu sehen. Bei Visualisierungsmaterialien, da hat es schon sowas gegeben in der Version 16, wurde aber auch erweitert um neue Funktionen der Suche und der Baumstruktur, die man hier gesehen hat. Sogar bei den Linientypen und freien Linientypen und bei den Schraffuren, auch hier gibt es das Control. Man kann auch hier nach seinen Linientypen oder Schraffuren suchen. Das neue Type Control, wir haben es so getauft. So, zurück zu den Materialien. Jetzt habe ich ja gesagt, da gibt es noch mehr zu sehen und da muss ich schauen, dass ich mich ein Video mithalte, weil das war schon schnell und das nächste wird doch schneller. So, also bei den Materialien, darstellungstiefen Materialien oder beziehungsweise fangen wir beim Schichtaufbau an, den wir jetzt hier sehen, geht es jetzt im nächsten Schritt darum, zu detaillieren. Wir wollen nachher eine Gebäudebewertung haben, das heißt, wir möchten genauere Materialien vergeben. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Das heißt, für die Holzschalung als unterste Schicht wollen wir jetzt ein konkreteres Material definieren, weil wir wissen auch die Holzart, Schalung Lärche, sehen hier wieder ganz groß jetzt die grafische Vorschau. Das ist ein assoziiertes Material, das ist was Neues. Das ist ein Material, das hat keine eigenen Darstellungsinformationen, die nimmt es von einem anderen Material. Und wie man das konfiguriert, zeige ich gleich. Ein sehr tolles Feature. Gut, wir detaillieren die anderen Schichten noch weiter. Und jetzt kommen wir zur Dämmung. Und hier fehlt uns ein Material, ein konkreteres Material. Wir wollen diese Holzfaserdämmung eigentlich verwenden. Gut, wie geht man da vor? Wir sehen hier, es gibt so circa 60 Darstellungstiefenmaterialien, verkettete. Wir brauchen irgendwas mit Dämmung, Holz, Beistrich Holz, kann man mit Beistrich trennen, die Suchergebnisse. Finden jetzt hier aber nichts. Wir machen die Verkettung auf. Dann kann man Schraffuren, Linientypen und so weiter frei einstellen, wie ihr das ja kennt. Und jetzt war es so, in der Version 16 musste man irgendeinen freien Text hinschreiben und das war der Materialname. Jetzt seht ihr hier in diesem Control 2000 Auswertungsmaterialien, die ihr nur mehr verwenden müsst. Und selbst für den Fall, dass jetzt da das gesuchte Material auch nicht zu finden ist, was es bei uns jetzt auch tatsächlich in diesem Beispiel nicht sein wird, kann man jetzt an dieser Stelle zum Beispiel, wo das Textfeld steht, einfach Holzfaserdämmung hinschreiben, dieses Schloss zumachen und bekommt eine Abfrage und kann sich automatisch an dieser Stelle mit den aktuellen Einstellungen ein Material anlegen. Man muss nicht mehr in die darstellungstiefen Materialeinstellungen wechseln. Dass das aber trotzdem geht, zeige ich jetzt hier. Wir sind jetzt in der darstellungstiefen Parametereinstellung für das Material. Hier konfiguriere ich jetzt nochmal Holzfaserdämmung, soll so dargestellt werden, wie in diesem Fall Dämmung weich. Kann auch natürlich eine Dämmung hart sein, wenn es eine Platte ist. Hier wird es mit weich verkettet. Dadurch erhält dieses Material einerseits alle Darstellungsinformationen von der Dämmung weich. Das heißt, wenn die Darstellungstiefe umgestellt wird, schaut auch die Plandarstellung anders aus. Aber wir haben keine eigenen Informationen jetzt speichern müssen. Und jetzt wählen wir nochmals in unserem Parameterdialog diese Holzfaserdämmung, die jetzt da zur Verfügung steht und haben ein Material konkretisiert. Und warum dieses kleine Workflow-Video jetzt so wichtig ist, das werden wir noch in weiterer Folge sehen, wenn es darum geht, wie wichtig es ist, die konkreten Materialien den Bauteilen zuzuordnen. So, nächster Punkt, Treppen sind nicht nur funktional, dass man von einem Stockwerk ins nächste kommt, sind natürlich zentrale Gestaltungselemente eines jeden Gebäudes und auch hier gibt es jetzt in der Version 17 bei den modularen Treppen die Möglichkeit, Podeste auch geradlinig auf das nächste Podest weiterzuführen. Dann wurden auch alle Einstellungsmöglichkeiten in der Parametermaske der Treppe verbessert. Da gibt es ja dieses Schloss, um Werte zu sperren, das funktioniert jetzt auch wirklich. Und bei den gegenläufigen Treppen gibt es auch eine tolle Erweiterung, da kann man jetzt die Podestkontur nachträglich beliebig editieren, beliebig anpassen, wie man hier auch schon sehr schön erkennen kann, durch diese Rundung auf der einen Seite. Und als letztes Bauteil oder Modul in dem Fall die Kanalisation.
Sie wurde von Grund auf erneuert in der Version 17. Man sieht jetzt hier auch schön mittels Attributvisualisierung dargestellt. Man sieht hier schön das Leitungsnetzwerk mit allen Schächten, Leitungen, Kanälen, Abzweigungen und so weiter. Und man kann es jetzt, so wie man es eigentlich von allen Objekten und Bauteilen gewohnt ist, mit Editor, Handle-Scripper nachträglich manipulieren. Und weil wir schon dabei waren, natürlich auch die Plandarstellung wurde um ein Vielfaches, sage ich mal, verbessert. Und Auswertung funktioniert nach wie vor. Kanalisation wird ausgewertet und auf Reports schön übersichtlich ausgegeben. Gut, also das Gebäudemodell ist jetzt entstanden. Wir haben ja schon die ersten Entscheidungen getroffen, welche Materialien sollen verbaut werden. Und im nächsten Teil möchte ich euch zeigen, wie man solche Entscheidungen fundiert treffen kann mit Werkzeugen, die euch die Version 17 bietet. Wir haben also unser XE-Hotel und für das wollen wir ein Zertifikat erreichen, Gebäudezertifikat. Das soll uns gute Finanzierungskonditionen sichern. Und generell wollen wir natürlich zukunftssicher bauen, fit für die Kreislaufwirtschaft sein. Und da ist es wichtig zu wissen, wie wirkt sich denn mein Gebäudemodell auf die Umwelt aus. Ja, also das Material der Baustoffe und der Energiebedarf über den gesamten Lebenszyklus. Da gibt es viele Werkzeuge, die euch dabei unterstützen. Schauen wir uns mal so einen Planungsalltag an. Wir wollen jetzt entscheiden, welche Materialien sollen wir verbauen. Die Materialien können wir bewerten, zum Beispiel über das GWP, also das Global Warming Potential. Wie viel CO2 wird ausgestoßen, zum Beispiel für die Herstellung von so einem Baustoff. Und die Informationen haben wir vielleicht schon irgendwie im Modell mit Attributen, aber wir sehen es ja nicht. Ja. Wir wollen ja einen schnellen Überblick. Und dafür haben wir jetzt die Funktion der Attributvisualisierung erweitert. Das heißt, wir können das Gebäude auf Knopfdruck einfärben und sehen sofort, wie wirken sich meine Baustoffe auf die Umwelt aus. Also da jetzt in dem Fall, man sieht, das grüne Material, ja, das hat sogar positive CO2-Bilanz, das Holz, das speichert sogar CO2 und man sieht auch auf den ersten Blick, wo können wir vielleicht noch nachbessern. Das Ganze kann man natürlich auch aufs gesamte Projekt betrachten. Man sieht sofort, wo sind zum Beispiel die 10% Bauteile, wo ich noch am meisten Optimierungspotenzial habe. Kann man auch gut nutzen, um dem Kunden, dem Projektpartner das anschaulich darzustellen. Gut, das heißt, wir brauchen irgendwie die Information im Gebäudemodell, wie wirkt sich mein Baustoff auf die Umwelt aus. Und da hat der Kollege schon vorher was gesagt von EPDs, Environmental Product Declarations. Und das ist nichts anderes wie ein Strichcode, eine ID, zum Beispiel jetzt für diese Dämmung. Und über diese ID können wir dann ganz viele Informationen abfragen. Ja? Also wie wird der Rohstoff gewonnen, wie viel Energiebedarf habe ich da für die Herstellung, welche Emissionen habe ich in die Luft, ins Wasser, in den Boden, welchen Energiebedarf habe ich über den gesamten Lebenszyklus. Und da gibt es jetzt viele verschiedene Datenquellen für solche EPDs. Also das sind Datenbanken im Internet. Wir müssen nicht bei den Herstellern suchen nach Daten, sondern wir haben eine zentrale Quelle, wo wir das abrufen können. Und da ist eine ganz gute Quelle, die Öko-Baudat. Die wird gewartet vom Deutschen Ministerium für Wohnen, ist kostenlos zugänglich und dort finden wir solche Werte. Und so schaut es in der Praxis aus. Wir haben da eine Liste von Baustoffen, Kategorien, können da suchen. Und da suchen wir uns jetzt mal die Dämmung, die Holzfaserdämmung, die der Kollege vorher angelegt hat. Und da gibt es auch Durchschnittswerte, zum Beispiel für Gesamtdeutschland wollen wir jetzt den Durchschnittswert für so eine Holzfaserdämmung sehen. Und das ist jetzt die EPD und da sind ganz viele Informationen drinnen. Wer hat die erstellt, wie ist das Herstellungsverfahren, wie lange ist die gültig, wann wurde die erstellt und das ist jetzt die ID, die einzigartige ID, über die man die identifizieren kann. Und jetzt kommt eine Tabelle mit ganz vielen Werten. Ja. Das sind Kennwerte, wie wirkt sich mein Baustoff auf die Umwelt aus, über den gesamten Lebenszyklus. Die Spalten, das sind die Phasen vom Lebenszyklus. Wenn man jetzt als Beispiel einmal schaut, das GWP, das Global Warming Potential, für die Herstellung von unserer Dämmung ist es minus 174
Kilogramm CO2-Äquivalent. Das heißt, wir haben unser Gebäudemodell mit Materialien und wir haben da die Informationen, die wir irgendwie reinbekommen wollen. Das könnten wir jetzt mit Attributen machen. Rechnen wir es mal, ca. 500 Werte pro EPD. Wir haben ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Bauteile in unserem Gebäudemodell und für jedes Bauteil soll man da jetzt die ganzen Informationen warten. Also das wird eine Datenexplosion, das können wir selber nicht bewerkstelligen, macht auch keinen Spaß und den Aufwand, den wird uns keiner zahlen. Das heißt, wir brauchen was Besseres. Und da haben wir uns überlegt, wir können das nicht nur über die Attribute machen, sondern über ein Mapping, also eine Zuordnung von Baustoffen. Das heißt, wir nehmen unsere EliteCAD-Materialien auf der einen Seite und ordnen denen eine EPD zu. Bleiben vielleicht 100, 200 Materialien über, aber auch da die gute Nachricht, die Arbeit haben wir schon für euch gemacht. Wenn ihr die Version 17 bekommt, dann ist da von uns ein vordefiniertes Mapping drinnen. Das heißt, ihr habt auf Knopfdruck alle Informationen automatisch in eurem Projekt. Und das geht auch mit alten Projekten aus der Version 15, Version 16, ihr ladet die rein und könnt die Informationen automatisch beziehen. Wenn ihr es übersteuern wollt, könnt ihr das machen, also ihr könnt es regions-, projektspezifisch übersteuern, aber es ist ein guter Standardwert vordefiniert. Wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Wir färben mal unser Gebäudemodell ein, wo sind denn schon EPDs vergeben und es bleibt nur mehr ein Baustoff über, der ist da jetzt an der Fassade und im Dach verbaut und das ist genau die Dämmung, die der Kollege vorher angelegt hat. Für die kann es noch keine Zuordnung geben. Das heißt, das legen wir jetzt einmal an, dass ihr mal seht, wie das funktioniert. Über die Auswertung, wir legen eine neue Regel an und können da jetzt unseren Baustoff wählen. Auch da wieder das neue Typ-Control und dort wählen wir jetzt die Holzfaserdämmung. Das Ganze können wir jetzt auf Objekte einschränken, das brauchen wir aber gar nicht, weil wir wollen es ja bei allen Objekten nutzen, geben noch die Datenquelle an, in unserem Fall die Öko-Baudat, den Wert haben wir ja vorher schon kopiert und wenn wir jetzt das bestätigen, dann ist das Mapping schon definiert, also das war jetzt vielleicht 1 Minute Aufwand und so wird eine Regel angelegt. Und wenn wir jetzt die Kontrollansicht nochmal aktualisieren, dann werden wir sehen, alle Bauteile in unserem Gebäudemodell haben jetzt diese EPD-Informationen. Gut, also jetzt haben wir viele Informationen im Modell, jetzt wollen wir auch was damit machen. Und spätestens irgendwann in der Planung wird dann der Auditor auf uns zukommen und der braucht ja Kennwerte zum Gebäude, der braucht vielleicht die Mengen, Ressourcenpass, um so ein Zertifikat auszustellen. Und da hat es auch einiges in der Auswertung gegeben, das wir verbessert haben. Zum Beispiel wollen wir jetzt das ganze Modell viel genauer erfassen. Und da haben wir auch die freien Objekte und die Freiformen erweitert. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel für so eine Attika, die man ja mit Freiformen oft zeichnet, ein Material vergeben, zum Beispiel das Aluminium. Und über dieses Material können wir dann wieder die EPD-Informationen holen. Das heißt, wir starten einmal die Auswertung und wenn wir jetzt das Bauteil selektieren, dann sehen wir schon, das sind jetzt die EPDs automatisch zugeordnet worden, wir wissen, von wo kommt die her und da jetzt auch neu Berechnung von Fläche, Länge, Volumen für freie Objekte und für Freiformen. Das heißt, wir haben eine lückenlose Erfassung aller Bauteile. Das heißt, mit den Bauteilinformationen können wir jetzt natürlich Berichte erstellen. Wir wollen ja dem Auditor Daten liefern, der soll uns ein Zertifikat ausstellen und das ist das Wichtigste, das man braucht, so ein Gebäuderessourcenpass. Und den können wir jetzt auf Knopfdruck automatisch erstellen. Das heißt, ein Knopf und alle Bauteile werden aufsummiert und es gibt eine Übersicht über alle Materialien inklusive Volumen und automatisch erstellten Diagrammen. Das ist auch eine neue Funktion, die kann man natürlich auch selber anpassen. Dank der EPDs können wir jetzt auch die Masse berechnen, weil wir haben ja da sehr viele Informationen, die man abfragen kann. Das heißt, wir können auch die Massen in den Berichten ausgeben. Und nicht nur die Massen, sondern eigentlich alle 500 Kennwerte, die wir vorher gehört haben, die haben wir jetzt überall im CAD greifbar, können das auch auf den Berichten ausgeben. Das heißt, wie ist der CO2-Ausstoß zum Beispiel für meinen Baustoff? Kann ich ganz leicht so einen Bericht erstellen und dem Auditor zur Verfügung stellen, der Bank zur Verfügung stellen oder einem Projektpartner. Natürlich auch super für die Kreislaufwirtschaft. Ja. Der Gebäudepass, ich möchte wissen, wie viele Rohstoffe sind denn in meinem Gebäude verbaut. Weiter geht es dann in der Planausfertigung, auch da gibt es einiges, das Neues. Natürlich auch wieder wichtig, Pläne gut zu dokumentieren. Wir geben es ja weiter, wir wollen da
transparent die Informationen reinbringen. Und da gibt es wieder viele Neuerungen in 2D, also zum Beispiel das Vereinen oder das Teilen von Maßketten, Schraffuren ist jetzt deutlich leichter geworden. Aber ich glaube, die beste Neuerung in der Planausfertigung für euch ist der erweiterte Teammodus. Viele von euch, die nutzen das ja auf Geschossbasis. Das heißt, man sperrt sich ein Geschoss, arbeitet parallel am Gebäudemodell. Jetzt neu in der Version 17 ist es auch möglich, Ansichten, 2D-Ansichten zu sperren. Ja, das heißt, das eine Team kann noch am Gebäudemodell arbeiten, die anderen können schon parallel mit der Planausfertigung beginnen. Spart natürlich viel Zeit, aber vor allem auch beugt es den Fehlern vor. Ja. Man muss nichts mehr händisch synchronisieren, keine Stände zusammenladen. Da ist jetzt dargestellt über die Sperrfarben, Geschosse, Ansichten, Grundrisse, alles jetzt individuell sperrbar und parallel bearbeitbar. Schauen wir uns ein Praxisbeispiel an. Wir wollen einen Schnitt erstellen und spätestens da hat man sich entscheiden müssen, bis zur Version 17, wo möchte ich denn die Schnittlinie sehen, in welchem Geschoss. Neu in der Version 17 ist die automatische Synchronisierung von den Schnittlinien in alle Geschosse. Das heißt, ich muss mir vorher keine Gedanken machen, wo mache ich den Schnitt. Ich kann ihn einfach absetzen und die Schnittdarstellung wird in alle Geschosse übertragen. Und das können wir uns gut mit der neuen Schnittbox anschauen. Einfach mal das Clipping reinsetzen und wir sehen da, wir haben schon die Schnittführung in allen 3 Geschossen. Und kommt jetzt nachher mal eine Änderung oder wir wollen die verschieben, dann wähle ich eine von den 3 Linien an, verschiebe diese und die Schnittlinie in allen Geschossen aktualisiert sich automatisch. Auch da wieder weniger Fehler und weniger Arbeitsschritte. Ja, Schnitt ist erstellt, wir wollen jetzt natürlich als nächstes beschriften und da ist so eine lästige Aufgabe, das Dokumentieren vom Schichtaufbau. Ja. Händisch reinzuschreiben, welche Schichtstärken habe ich, welche Materialien habe ich. Neu in der Version 17 automatisch auf Knopfdruck. Ich wähle mein Objekt an, meine Wand, meine Decke. Alle Informationen werden automatisch ermittelt. Ich setze das im Plan ab und bin fertig. Das kann man natürlich noch erweitern. Und auch wieder zum Beispiel diese EPD-Informationen können wir ganz leicht in den Plan mit aufnehmen. Und die Funktion kann man auch super verwenden, um so Bauteilkataloge, Bauteillegenden zu erstellen, automatisch natürlich. Und gerade wenn es dann zu Änderungen kommt, also es soll mal eine Schicht ausgetauscht werden oder eine Schichtstärke verändert sich, Material wird ausgetauscht, da muss man sich jetzt einfach nicht mehr darum kümmern, die Beschriftung zu aktualisieren. Das geht alles automatisch. Ja, irgendwann sollen trotzdem noch mehr Informationen reinkommen. Vor allem zum Beispiel wollen wir jetzt die konkrete EPD mitgeben und könnten wir jetzt den Link nehmen und reinkopieren in den Plan. Aber spätestens, wenn man den Plan ausdruckt, kann man mit dem Link nichts mehr anfangen. Schauen wir mal, was passiert in der Version 17, wenn wir jetzt einfach nur einfügen, Steuerung V, diesen Link einfügt und es wird automatisch ein QR-Code generiert. Das macht das Programm automatisch. Das heißt, jede beliebige Information, die ein Link oder auf einem Filesystem ist, können wir mit Steuerung V oder einfügen einen QR-Code generieren. Und das kann man auch nutzen, zum Beispiel, um das Detail für den RAV-Store noch mit einzubauen. Also anstatt, dass man jetzt 3, 4 Zetteln ausdruckt, mit auf die Baustelle gibt, QR-Code reingesetzt und auf der Baustelle scannen, fertig. Also so werden die Pläne in der Version 17 noch viel intelligenter und interaktiv vor allem. So, jetzt haben wir gesehen, was alles möglich ist mit EliteCAD, direkt über EliteCAD. Natürlich gibt es sehr viele Dinge, die nicht wir selber entwickeln können, aber dafür Schnittstellen schaffen. Und gerade in der modernen Bauzeit, zunehmend Digitalisierung, müssen wir uns auch mit dem beschäftigen und haben auch in der Vergangenheit sehr viel Schnittstellen, Plugins in unser Produkt reingebracht und machen das auch jetzt in Zukunft. Wir versuchen mit OpenBIM den Gedanken zu schaffen, dass man offen auf Partner zugehen kann, offen Schnittstellen zu schaffen, um einen effizienten Projektablauf, Projektprozess zu schaffen. Wenn man überlegt, was man schon in der heutigen Zeit als Unternehmer für Produkte im Unternehmen hat,
muss man es auch im Endeffekt zusammenbringen. Und wie man hier auch sieht, es gibt sehr viele Produkte, die miteinander agieren können. Es gibt sehr viele Schnittstellen im Bereich IFC, auch andere Schnittstellen wie SketchUp, um auch in Softwareprodukte wie Lumen reinzukommen. Ein wichtiger Bereich, den auch unsere Kunden immer wieder gefordert haben, ist das Thema Georeferenzierung. Wir haben es geschafft, dass wir jetzt in Zukunft mit einem Bezugssystem arbeiten. Das heißt, es wird ein Bezugspunkt definiert und alles, was dazukommt von außen, wird auf diesen Bezugspunkt ausgerichtet. Egal, ob das, wie man schon gesehen hat, Punktwolken sind, Geländeinformationen, IFC-Modelle, DXF-Dateien, alles wird auf diesen einen Bezugssystem abgewickelt. Ein weiterer Bereich, wir wollen mit der Zeit gehen. Im April 2024 ist der neue ISO-Standard IFC 4.3 offiziell geworden. Mit der Version 17 schaffen wir es, dass auch die Daten über IFC 4.3 exportiert wie auch importiert werden. IFC 4.3 ist im Bereich der Infrastruktur erweitert worden, aber auch im Planungsprozess, bei der Abwicklung. Ein weiterer Punkt, den wir auch in unser System integriert haben, ist das Thema Base Quantities. Jeder, was mit sich im IFC schon einmal auseinandergesetzt hat, da gibt es Mengeninformationen, die dazu genutzt werden, um in anderen Produkten damit weiterzuarbeiten. Die wurden erweitert und führen auch dazu, dass Mengeninformationen in AFA-Systemen und so weiter optimal verwendet werden können. Und das ist ein weiterer Punkt, weil wir in der Vergangenheit auch immer mit Schnittstellen arbeiten, haben wir auch mit der Version 17 eine neue Schnittstelle geschaffen. Wir haben eine Schnittstelle zum österreichischen Produkt Planradar. Ist ein Mängelmanagement-Produkt, da darf ich auch heute einen Gründer hier im Publikum begrüßen, wo wir für unsere Anwender schaffen, dass Mängelmanagement und Dokumentation effizient in Zukunft abgewickelt werden können. Auf Knopfdruck können in Zukunft Pläne und IFC-Modelle auf die Plattform raufgebracht werden. Das heißt, man hat nachher aktuelle Daten im Modell, auf der Planradar-Seite, die jeder Projektbeteiligte zu jedem Zeitpunkt von jedem Ort aus betrachten kann. Anmerkungen machen kann, diese Anmerkungen an Projektpartner weitergeben kann. Es spart sehr viel Zeit, schafft Zufriedenheit zwischen den Projektbeteiligten und was ganz wichtig ist, es können die Probleme und die Fehler schnellstmöglich gelöst werden. Und diese Daten, wie man hier sieht, auch auf IFC-Basis. Nicht nur auf 2D, nicht nur auf DXF, DWG, sondern auch im IFC. Und wer schon mit Planradar mal gearbeitet hat, ich selber auch schon, das ist ganz einfach zu bedienen und bringt einen großen Vorteil von der Planung über die Ausführung. Weil im Endeffekt können diese Daten dazu verwendet werden, um auch planerische Änderungen vorzunehmen, auf der anderen Seite auch dazu führen, dass die Projektbeteiligten in kürzester Zeit auch die Probleme und Fehler abändern können. Jetzt haben wir das Thema Netzwerken, Kollaboration, Connectivity geschaffen. Ist ein Thema, wo wir einige Optimierungen in der Version 17 geschaffen haben. Ein anderer Bereich, da wird mein Kollege jetzt erzählen, wie man mit EliteCAD noch viel besser Visualisierungen gestalten kann. In der Version 17 haben wir neben umfangreichen Performance-Verbesserungen im Bereich der Visualisierung und des Bildaufbaus auch den Fokus darauf gelegt, bestehende Funktionen ein bisschen transparenter und verständlicher an die Oberfläche zu bringen. Und ich zeige euch das anhand eines Beispiels, das man vielleicht nicht so oft hat
in EliteCAD einer Nachtaufnahme, einer Nachtszene. Und hier geht es um das Thema Licht. Ja, ohne Licht kann man keine Geschichten erzählen, kann man keine nötige Stimmung aufbauen. Ohne Licht ist es irgendwie fad. Aber gerade dieses Thema ist vielleicht nicht immer in EliteCAD jedermanns Sache gewesen, Lichteinstellungen zu tätigen. Ja. Wie weit reicht mein Licht? Welche Intensität hat mein Licht? Was für eine Abschwächung hat mein Licht? Was ist der Öffnungswinkel eines Spots meines Lichts? Und gerade in diesem Bereich haben wir uns es überlegt, wodurch eure Visualisierungen und Präsentationen noch viel mehr Akzente bekommen können. Und wir machen das jetzt anhand eines kleinen Tutorials. Die Aufgabenstellung ist einfach, einen Wohnraum zu möblieren und ihn danach ein wenig in Szene zu setzen. Wir starten bei einem Chalet, bauen das alleine auf, benutzen auch gleich wieder die praktische Schnittbox, die wir heute schon ein paar Mal gesehen haben, und nehmen alles das aus dem Fokus, was uns gerade nicht interessiert. Wir begrenzen auf das Wesentliche und sehen jetzt hier recht schön und übersichtlich den Wohnraum. Ganz schnell möblieren wir diesen Raum, setzen eine Essgruppe, einen Kamin, eine Küche, ein TV und eine Wohnlandschaft ab. Und als nächstes betrachten wir uns dieses Ergebnis jetzt mal gleich im Genmodus. Ein Knopf gedrückt und das ist das Ergebnis. Aber es ist irgendwie nicht das, was wir uns eigentlich erhofft hatten am Anfang. Nicht das in Szene setzen, was wir in Gedanken hatten. Und warum? Es fehlt Licht. Und nachdem das Platzieren von Möbel ja so einfach war, haben wir überlegt, ja, warum machen wir das nicht einfach mit Lichtern genauso? Und deswegen gibt es in der Version 17 jetzt eine umfangreich aufgewertete Bibliothek an Lampen, an Leuchten, die die Lichteinstellungen gleich automatisch mitbringen. Man sieht es hier recht schön, die Lichter oder die Bibliotheksteile der Lampen, es ist ein Aufbauspot in dem Fall, wird ein paar Mal abgesetzt, ein paar Mal einfach mit Copy-Paste oder mit der Kopierfunktion kopiert und schon kommt Licht in den Raum. Und wenn wir uns die gleiche Szene von vorhin nochmal ansehen und schalten jetzt nacheinander die Lichtquellen ein, man sieht auch das Leuchten der Lampen, auch das Leuchten wird automatisch mit eingeschalten und schon hat die gleiche Szene wie zuvor eine ganz andere Wirkung. Und an dieser Stelle möchte ich noch gerne darauf hinweisen, viele kennen es ja, aber alle Videos, die wir heute hier gezeigt haben, wurden nativ mit und aus EliteCAD produziert. Das wurde in den meisten Fällen entweder im Genmodus bzw. durch parametrische Kamerawege gemacht. Und bei den parametrischen Kamerawegen geht es immer darum, Sequenzen zu zeigen. Das heißt, man hat einen Startpunkt, eine langsame Bewegung in eine Richtung, wieder einen Endpunkt, eine kurze Pause, einen harten Schnitt, eine andere Position und dort wieder langsame Schwenks. Und genau das haben wir jetzt in der Version 17 um einiges einfacher gestaltet. Hier ist der Dialog für das Erstellen eines parametrischen Kameraweges und es gibt genau 2 Knöpfe, Startsequenz, Endsequenz, Startsequenz, Endsequenz. Es sind 4 Klicks, die hier gemacht werden und mit diesen 4 Klicks sieht man den Kameraweg jetzt schön in der Kameraverwaltung mit aufgenommen, da kann man den direkt gleich abspielen und das ist das Ergebnis. 4 Klicks und ihr erhält diesen Kameraweg, aus dem man natürlich ein Video erstellen kann. Wie gesagt, die Kamerawege werden jetzt in der Kameraverwaltung mit aufgenommen, dort können sie abgespielt werden, dort können sie verwaltet werden, gelöscht werden, dort können sie auch in Videos umfunktioniert werden, ausgefertigt werden. Und warum nicht mal mit neuen Formaten experimentieren? Sei es vielleicht für Social-Media-Kanäle, vielleicht mal im Hochformat. Made by EliteCAD. Wir würden uns freuen. Cinematic 20:9 wie im Kino oder 16:9 wie hier im Ars Electronica Center. Ich denke passend auf einer Leinwand mit 16 x 9 Meter. Interaktive Pläne. Vom 2D
oder vom 3D zurück ins 2D. Mit den QR-Codes, die wir heute schon des Öfteren gesehen haben, lässt sich die Brücke schlagen zwischen der analogen Welt und wer möchte, kann diese QR-Codes auch scannen. Also das sind nicht nur Fake-Codes, da steckt wirklich was dahinter. Ihr könnt auf Plänen, auf 2D-Plänen, die ihr ausdruckt, trotzdem digitale Inhalte ganz einfach transportieren. Ihr könnt 360-Grad-Bilder hinterlegen, die ihr dann übergeben könnt und wo sich dann alle am Handy zum Beispiel den Raum, den wir gerade mit Licht erfüllt haben, ansehen können. Eine Außenansicht, ein 360-Grad-Video, eine Augmented Reality-Darstellung einer Couch, die ihr euch gerne in euer Wohnzimmer stellen möchtet. Alles das ganz einfach transportierbar mit den QR-Codes in EliteCAD. So bleibt ihr mit Sicherheit in Erinnerung. So, ein weiterer viel gehegter Wunsch, 3D-Text. Jetzt gibt es 3D-Text. Wie macht man das Ganze? Ganz einfach, irgendwo, wo ihr möchtet, einen Text in einen gewünschten Font hinschreiben. Ganz einfach dann rechte Maustaste, diesen Text wählen und mit der Option 3D-Text erstellen, einfach aus einem TrueType-Font, wie in diesem Fall, einen 3D-Text erstellen. Für Logos, für Fassaden, für kreative Elemente. Wie zum Beispiel hier. Ganz einfach. Und auf gleiche Art und Weise kann man auch freie Linientypen erzeugen, wie zum Beispiel eine Linie, wo dann drauf steht Fluchtweg. Gleiche Art und Weise. Virtual Reality. Auch hier haben wir eine Vielzahl an Verbesserungen. Einerseits, ich demonstriere es wahrscheinlich schon die ganze Zeit, indem ich hier herumlaufe, dem Room Scale VR. Room Scale VR, was ist das? Man hat eine VR-Brille auf, bewegt sich aber in der realen Welt trotzdem noch mit seinen Füßen und nicht nur mit einem Gamepad oder so weiter, hat eine VR-Brille wie diese hier zum Beispiel auf dem Kopf. Und wir unterstützen in der neuen Version nun auch eine neue Runtime, der Goldstandard aktuell, OpenXR heißt das, und unterstützen damit modernste Hardware und sind damit für die Zukunft bestens gerüstet. Übrigens, das ist wirklich kostengünstig im Vergleich, das ist und bietet eine hervorragende Qualität. Vielleicht hat das eine oder andere Kind, Sohn, Tochter vielleicht zu Hause, borgt euch mal aus, probiert mal in EliteCAD durch eure eigenen Modelle zu marschieren und eure Modelle im eigenen Körper immersiv zu erleben. Eure Kunden werden begeistert sein. Im Gehen-Modus, in der VR mit der Brille auf dem Kopf, ist man hier immersiv in einem Raum. Man erkennt diesen Wandaufbau, den wir heute schon des Öfteren gesehen haben. Massivholz mit einer Holzfaserdämmung, einer Trennschicht und einer Lattung und einer Außenverkleidung. Und wir blicken uns gerade um, in welchem Raum wir uns eigentlich befinden. Die Standbilder könnten es schon ein wenig verraten, wenn man da so an die Decke schaut. Erkennt man vielleicht etwas wieder? Gut, Scan Me. Ein Stuhl, der langsam näher kommt. Kann man übrigens auch scannen, der funktioniert. Um nochmal die Brücke zu schlagen zum Anfang unserer heutigen Präsentation, zur digitalen Bestandsaufnahme. Wir befinden uns in diesem Video genau in dem Raum, in dem wir uns gerade befinden, im Deep Space des Ars Electronica Centers, mit Geräten von der Firma Faro gescannt und mit EliteCAD nachmodelliert und in Szene gesetzt.
Danke. Gut, also in der letzten Stunde haben wir jetzt gesehen, wie die Weiterentwicklung, die Evolution der Software dazu beiträgt, dass der Planungsalltag immer effizienter wird. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie geht das weiter? Also wie arbeitet ein Architekt, eine Planerin in 10, 20, vielleicht 50 Jahren? Und vor allem, welche Rolle spielt dabei die Software? Da schauen wir mal kurz in die Vergangenheit. Und da muss man gar nicht so weit zurückschauen. Also das Berufsleben von einem Architekten, ca. 50 Jahre, wie viel sich da verändert hat in der Arbeitsweise. Ja, vor 50 Jahren, da gab es noch nicht mal einen Computer. Vielleicht der eine oder andere im Raum kann sich sogar an die Zeit noch erinnern. Man hat handgezeichnet, es war aufwendig, wenn da Änderungswünsche kamen, alles neu zeichnen. So die erste große Revolution, Einführung vom Computer. Man konnte plötzlich 2D zeichnen, Linien verschieben, ausdrucken und dann mit der Weiterentwicklung in der Computergrafik war es dann möglich, 3D-Modelle zu erstellen, 2D-Daten abzuleiten. Und weiter ging es dann mit der BIM-Modellierung, also intelligente Gebäudemodelle, die über verschiedene Gewerke ausgetauscht werden und gemeinsam bearbeitet werden. Ja, und da stellt man sich die Frage, was wäre der nächste große Schritt für eine Effizienzsteigerung? Und da sehen wir ein großes Potenzial in der Nutzung von künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence. Und dabei ist es nicht unser Anspruch, die kreative Arbeit zu ersetzen, sondern Aufgaben, die uns nicht so freuen, die man leicht automatisieren kann, die soll eine künstliche Intelligenz, eine KI für uns unternehmen und uns entlasten, damit wir Zeit für die wichtigen Dinge haben. Wir arbeiten seit einigen Monaten mit den großen Sprachmodellen, wie zum Beispiel OpenAI, haben dort Entwicklerzugang und integrieren diese direkt in EliteCAD, dass man die dort nativ nutzen kann. Und da möchte ich euch heute die ersten Ergebnisse zeigen. Wir möchten das in verschiedenen Phasen umsetzen. Also die erste Phase ist so ein allgemeiner Wissensassistent, der uns Fragen beantworten kann. Und es geht weiter bis zu wirklich persönlichen Helfern, die uns genau auf unsere Bedürfnisse Aufgaben abnehmen können und uns entlasten können. Und dazu haben wir einen neuen Assistent geschafft. Wir haben sie Luna getauft und wir haben lange überlegt, wie wir sie am besten vorstellen können. Und irgendwann war dann die Idee, ja, sie soll dich doch selbst vorstellen. Und was da rausgekommen ist, das möchte ich euch kurz zeigen. Oh, bin ich schon dran? Perfekt! Ich kann es nämlich kaum erwarten, mich vorzustellen. Hi, ich bin Luna, euer KI-Assistent in der neuen EliteCAD Architecture 17. Ich freue mich riesig darauf, euch kennenzulernen und mit euch zusammenzuarbeiten. Mein Ziel ist es, euch bei euren Projekten zu unterstützen, damit ihr mehr Zeit für das habt, was ihr liebt. Kreativ sein. Ich nehme euch wiederkehrende Aufgaben ab und stehe euch mit meinem Fachwissen zur Seite, um komplexe Fragen zu beantworten und eure Arbeit effizienter zu gestalten. Ich bin schon ganz gespannt, was wir zusammen erreichen werden und freue mich auf die gemeinsame Reise. Ach ja, und aktuell bin ich noch in Ausbildung, aber ich bin bereit, ab nächstem Jahr voll durchzustarten. Los geht's! Also ich habe jetzt einige Schmunzeln gesehen oder skeptische Gesichter gesehen, aber das ist tatsächlich die Qualität, mit der solche Sprachmodelle aktuell arbeiten. Und die Antwort war nicht von uns vorgegeben, die hat sie sich wirklich selbst überlegt und auch die Stimme ist nicht von einem Menschen, das war wirklich selbst generiert. Und ja, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sitzen jetzt vor der neuen Version 17, wir haben heute vieles gehört über EPDs, Nachhaltigkeitsberichte, aber natürlich haben wir uns nicht alles gemerkt, das war sehr viel Information und wir möchten jetzt so einen neuen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, wissen nicht, wo wir anfangen sollen und da fragen wir einfach die Luna mal, wie können wir mit einer Zeichnung aus der Version 16 so einen Bericht erstellen? Kannst du uns dabei helfen? Mit deiner Zeichnung aus der Version 16 kannst du in EliteCAD Architecture 17 ganz leicht einen Gebäuderessourcenpass mit Nachhaltigkeitsinformationen erstellen.
Dank der standardmäßig vordefinierten EPD-Mappings werden die Nachhaltigkeitsinformationen einschließlich des CO2-Ausstoßes automatisch ermittelt. So bekommst du schnell eine Übersicht, wo noch Einsparpotenzial besteht. Echt praktisch, oder? Du kannst diese Zuordnungen bei Bedarf auch projektspezifisch anpassen. Soll ich dir dabei helfen? Also auch da wieder der Hinweis, die Antwort war nicht vorgegeben, sie kennt die neuen Features, sie weiß, wie man das bedient in der Software, aber die Antwort hat sie sich selbst überlegt. Und für uns ist ja wichtig, also nicht, dass ihr jetzt Angst habt, ihr müsst mit dem CAD reden in der Zukunft, das ist eine Möglichkeit, das kann man machen, muss man natürlich nicht. Für uns ist nur das Wichtigste, dass ihr in eurer nativen Arbeitsumgebung weiterarbeiten könnt und deswegen ist es direkt integriert. Und wie das jetzt in der Praxis ausschaut, das zeige ich jetzt kurz. Wir haben da ganz oben, ich hoffe man sieht es, ein Icon, das ist die Luna, die kann man jetzt ganz nativ im CAD andocken und da können wir jetzt Fragen stellen. Und wir möchten jetzt einmal als Probe einen Wandaufbau definieren und fragen sie, ob sie uns dabei helfen kann. Gut, jetzt fragt uns natürlich nach den Anforderungen, was wollen wir denn machen? Und als kleinen Test sagen wir wollen eine Trockenbauwand erstellen und damit es ein bisschen schwieriger wird, wir wollen dort schwere Lasten aufhängen und dann schauen wir mal, was sie da so als Antwort gibt. Dauert nicht lange und sie schlägt uns schon einen Wandaufbau vor. In dem Fall Gipskartonwand mit 50 mm Ständerwerk, Dämmung und zur Verstärkung OSB-Platten 15 mm. Also würde ich sagen, die Aufgabe ist gut erfüllt. Sie gibt uns das übersichtlich in einem Schichtaufbau, natürlich mit EliteCAD-Schraffuren und erklärt auch, wie sie zu der Überlegung gekommen ist. Also würde ich sagen, Test ist bestanden. Jetzt wäre es natürlich praktisch für uns, wenn es auch sehen könnte, was wir gerade machen, wenn es das CAD-Kontextfenster irgendwie sehen könnte. Wir nennen es auch Vision Capabilities, Context Awareness. Und auch da haben wir schon gute Fortschritte. Wir haben da jetzt zum Beispiel einen Plan von unserem XE-Hotel und wir möchten es mal prüfen, kann sie uns den Plan nach Fehlern durchsuchen. Wir löschen bewusst mal die Tür zum WC weg, wir löschen die Planbeschriftung weg und sagen ihr, sie soll jetzt einfach den Plan mal prüfen. Wir wollen den ans Bauamt schicken und ob sie dort Fehler findet. Sie weiß natürlich, auf was sie schauen muss und schon kommt die Antwort, aha, Fluchtwege, da scheint wohl eine Tür zum Badezimmer zu fehlen. Die Raumbeschriftungen, die sind okay, die Maßangaben, die sind okay, die Höhenquoten sind okay, aber auch bei der Beschreibung der Aufbauten, da können wir noch nachbessern. Also die Fehler, die wir gestellt haben, die hat sie alle erkannt und somit würde ich auch sagen, dieser Test ist auch bestanden. Das ist natürlich eine super Erleichterung im täglichen Planen. Gut, also sie kann das verstehen, was wir gerade machen. Noch besser wäre es natürlich, wenn sie Aufgaben für uns erledigen könnte. Und da gibt es viele Dinge, wo man täglich konfrontiert ist, die uns vielleicht nicht so viel Freude bereiten, wie zum Beispiel das Nachmodellieren von Bestandsplänen. Also man hat 60er-Jahre-Haus, handgezeichnete Pläne und die sollen irgendwie in ein Gebäudemodell überführt werden. Da ist nicht viel Kreativität erforderlich und das freut uns nicht so wirklich und schauen wir, ob sie uns dabei helfen kann. Das heißt also, wir wollen ein Bestandsgebäude erfassen und schauen wir mal, wie weit es uns da unterstützen kann. Das Erste, das von uns braucht, ist einmal ein Höhenschnitt. So würden auch wir anfangen, Höhenschnitt, mal die Höhen rausmessen und dann Projekt anlegen, Baukörper anlegen. Das heißt, wir geben ihr unseren Plan, den haben wir schon parat und sie soll mal analysieren, was da rauslesen kann. Und schon kommt die Zusammenfassung. Wir haben die Geschosse ausgelesen mit Geschossbezeichnung, die lichten Raumhöhen, Geschosshöhen, Deckenstärken und sie fragt schon, soll ich ein Projekt anlegen? Und jetzt bitte kurz oben im Geschossmanager schauen. Wir sagen, ja, bitte leg uns ein Projekt an. Baukörper wurde erstellt. So, Höhenschnitt kontrollieren. Alle Werte sind richtig übernommen worden. Also wir haben jetzt da keine manuelle Arbeit gehabt, das ist alles automatisch gegangen. Jetzt fragt sie schon nach dem ersten Grundriss fürs Erdgeschoss, so soll es ja in der Modellierung weitergehen.
geben wir den Grundriss und da hat es jetzt die Aufgabe, ja, sie muss die wichtigsten Informationen auslesen. Also was sind da die Räume, wie groß sind die Räume und dauert jetzt kurz, kommt schon die Antwort, okay, wir haben eine Liste von Räumen bekommen mit Flächen, wir haben einen Bodenbelag, die wichtigsten Aufbauten, ja, wie dick sind denn die Außenwände, Innenwände und was sind denn die wichtigsten Gebäudedimensionen. Und da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, sie hat fast alles richtig gemacht. Das Einzige, wo Fehler unterlaufen sind, sind die Quadratmeter bei den Räumen. Und das kann man gar nicht so sicher sagen, woran das liegt. Wir haben es auch nicht genau spezifiziert, soll sie das jetzt auslesen aus dem Plan. In dem Fall hat sie es händisch berechnet über die Maßketten und da sind einfach Fehler passiert, also es sind Ungenauigkeiten. Und da kann man jetzt selbst einfach in der Konversation versuchen, das zu korrigieren, sagen, probier es nochmal, aber lest das bitte aus dem Plan aus. Und das sind aber auch Dinge, die uns aktuell in der Softwareentwicklung beschäftigen. Also wie man solche Fälle vorher besser erkennt und gleich zum richtigen Ergebnis kommt. Ja, und weitergehen kann es dann natürlich, gibt es ganz viele Use Cases, ganz viele Anwendungsfälle für so Automatisierungen, bis zu wirklich persönlichen Helfern, die genau auf die eigenen Bedürfnisse eingehen und Aufgaben speziell für uns lösen. Ja, das ist der aktuelle Stand unserer Softwareentwicklung. Wir haben schon viel erreicht, auch in allen Phasen, schon gute Fortschritte gemacht, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Also wir sind noch nicht zu 100% zufrieden und euch interessiert natürlich sicher, wann ihr das nutzen könnt. Und so viel kann ich schon mal verraten. Also die Luna, die wird für euch ab nächstes Jahr verfügbar sein als eigenes Modul. Wer das nicht nutzen möchte, muss es auch nicht nutzen. Und wir möchten euch aber trotzdem schon vorzeitig Zugriff geben. Also wir arbeiten ja da mit den großen Sprachmodellen, passen die an und da brauchen wir auch Feedback von euch für unsere Entwicklung. Und deshalb gibt es ab heute die Möglichkeit, dass ihr euch für das neue EliteCAD Insider Programm anmeldet. Dort könnt ihr das frühzeitig ausprobieren, könnt gemeinsam mit unserer Softwareentwicklung das verbessern, könnt uns Feedback geben und so können wir Luna wirklich zu einem mächtigen Assistenten machen, der uns Arbeit abnimmt, damit uns wirklich mehr Zeit bleibt für das, was uns Spaß macht. Also wir haben heute schon sehr viel gesehen, aber es gibt noch viel mehr Erweiterungen und die möchte ich euch jetzt kurz in einem kleinen Video zeigen. Ein kleiner Abspann mit den wichtigsten Funktionen von Version 17. Kleine Ergänzung noch zu dem Thema KI.
Natürlich ist uns auch ganz wichtig der Datenschutz, darf man nicht vergessen. Also es werden keine Kundendaten da verwendet. Auch das ist bei uns ganz transparent und offen geregelt, also keine Sorgen zu machen, wenn da das Thema KI und Datenschutz in Zukunft uns begleiten wird. Ja, wir haben etwas mehr als eine Stunde ganz viele Innovationen gesehen und eines ist aber mir auch wichtig, neben den ganzen Features und allen Tools, die wir gesehen haben, nach wie vor ist das Thema Usability ganz stark im Fokus bei uns. Also wir wollen nach wie vor effiziente Werkzeuge liefern, denn ich denke, nach wie vor ist es so, mit keiner anderen CAD-Software ist Architekturplanung so schnell, so einfach und so effizient möglich wie mit EliteCAD. Wir gehen aber heute noch einen Schritt weiter, denn mit unseren digitalen Tools werden wir nachhaltige Prozesse so einfach in den Arbeitsalltag integrieren wie nie zuvor und trotzdem bleibt die Kreativität und der Spaß an der Arbeit und die Freude im Vordergrund. Unsere Software ist immer der Zeit einen Schritt voraus, denn was gestern noch wie Science Fiction klang, ist heute Realität. Das haben wir soeben gesehen und das ist in Kürze bei Ihnen im Einsatz. Wir sind als unabhängiges Unternehmen frei in unseren Entscheidungen, Schwerpunkte zu setzen. Und deshalb ist es auch unser Anspruch, die Nachhaltigkeit bestmöglich in die Software zu integrieren und unsere Kunden dabei persönlich zu begleiten und zu unterstützen. Ja, damit sind wir am Ende angelangt und wenn ich ins Publikum schaue, dann mache ich mir über die Zukunft keine Sorgen. Denn ich kenne die meisten persönlich und ich weiß, dass euch allen die Umwelt genauso am Herzen liegt und der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen wie uns allen. Und wenn ich nach hinten blicke, mache ich mir auch keine Sorgen. Denn ich weiß, mit EliteCAD Architecture 17 sind wir bestens gerüstet für die Zukunft. Und noch eine persönliche Anmerkung zum Schluss. Mir ist es auch eine Herzensangelegenheit und ich freue mich wirklich, dass wir mit Software einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Machen wir gemeinsam die Welt ein Stückchen besser unter dem Motto Zukunft nachhaltig planen mit EliteCAD Architecture. Vielen Dank.